Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video aus unserer Videoreihe zum Linus All-in-One-System. In diesem Video werden wir uns gemeinsam den Login zur Linus-Konsole und die dazugehörige Startoberfläche gemeinsam ansehen. Gerade befinden wir uns noch auf der Linus-Website, zu erreichen unter linus.io. Um uns nun in die Konsole einzuloggen, müssen wir hier rechts oben den Login-Button betätigen. Das heißt, wir klicken da einmal drauf und dann öffnet sich der Login-Bereich. Habt ihr euch bereits einen Account bei Linus erstellt, dann könnt ihr hier jetzt eure E-Mail-Adresse, die ihr angegeben habt, und das dazugehörige Passwort eingeben. Danach könnt ihr euch direkt über den Sign-In-Button in der Konsole anmelden. Habt ihr hingegen noch keinen Linus-Account, dann könnt ihr euch jetzt hier unten unter Registrieren einen neuen anlegen. Dazu klicken wir jetzt einmal auf Registrieren, dann öffnet sich der Anmeldebereich. Bei der Registrierung gibt es 3 Schritte. Zunächst geben wir hier unter Account ein paar allgemeine Daten an, unter Billing müssen wir dann eine Adresse eintragen und zum Ende ist noch unsere E-Mail-Adresse zu verifizieren. Als erstes geben wir hier jetzt also einen Namen ein, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und das Passwort, was wir für die Linus-Konsole verwenden möchten. Wichtig ist es, bei der Eingabe der E-Mail-Adresse dieselbe E-Mail-Adresse zu verwenden, die ihr auch auf dem Bestellformular angegeben habt. Denn darüber werden euch alle eure Projekte in der Linus-Konsole freigeschalten und ihr erhaltet somit Zugriff auf die von euch umgesetzten Projekte. Sobald ihr alle eure Daten im Account eingetragen habt, könnt ihr hier unten über den Button Continue in den nächsten Menüpunkt wechseln. Jetzt befinden wir uns in Step 2 im Billing-Bereich. Ihr habt hier auch jederzeit die Möglichkeit, nochmal über den Button Back zurück zu euren Account-Eingaben zu kommen. Im Billing-Bereich müsst ihr jetzt eine entsprechende Rechnungsadresse angeben und wenn ihr euch im Namen einer Firma anmeldet, könnt ihr hier auch gleichzeitig den Namen und die Steuernummer angeben. Habt ihr dann alle eure Daten eingetragen, dann könnt ihr hier über den Button Register weiter zum nächsten Schritt der Verifikation der E-Mail-Adresse kommen. Hier sind keine Eingaben mehr erforderlich. Stattdessen wechseln wir jetzt auf das E-Mail-Postfach. Ihr solltet nun eine E-Mail erhalten haben, in der ihr einen Link zur Bestätigung eurer Mailadresse vorfindet. Den sehen wir hier. Durch Betätigung des Links werdet ihr direkt auf die Linus-Konsole weitergeleitet und seid damit auch schon eingeloggt. Falls ihr den Link nicht in eurem E-Mail-Postfach vorfindet, dann schaut am besten im Spam-Ordner nach. Durch Betätigung des Links öffnet sich nun also ein neues Fenster und ihr werdet direkt in die Linus-Konsole weitergeleitet. Der ganze Registriervorgang, wie gerade gezeigt, funktioniert außerdem auch in unserer Linus-App, wobei das Vorgehen ident ist. Auf der Startseite der Konsole sieht man nun hier im unteren Bereich alle freigeschalteten Projekte. Auf der darüberliegenden Weltkarte kann man zudem deren Standort feststellen. Auf der Weltkarte kann man aber nicht nur den Projektstandort ablesen, sondern auch deren Status. Wie man sieht, hat der Positionspin eine Farbe. Diese ergibt sich auf Grundlage des Projektstatus. Ist alles okay, leuchtet der Pin grün, wie man gerade sieht. Gibt es eine Warnung, wechselt seine Farbe zu Orange und liegt eine Störung vor, auf Rot. Die Regeln, wie dieser Status bestimmt wird, können selbst eingestellt werden. Dazu kommen wir aber in einem späteren Video. In der rechten oberen Ecke befindet sich eine kleine Weltkugel, worüber man die Sprache anpassen kann. Beim Symbol rechts daneben kann man sein Profil bearbeiten
und sich von der Website ausloggen. Unter Profil bearbeiten gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sein Passwort zu aktualisieren. Lenken wir unseren Fokus nun aber zurück zum Projektbereich. Der Name des Projekts, wie wir ihn hier sehen, ist in diesem Fall Template Master Slave, was aber nur als Beispiel dienen soll. Normalerweise ist der Name entsprechend der Projekt-ID, welche am Schaltkasten des Linus All-in-One-Systems abgelesen werden kann. Es ist wichtig, dass die Projekt-ID bzw. der Projektname zu Beginn der Inbetriebnahme mit der Projekt-ID der Steuerung vor Ort übereinstimmt. Hier oben in der Suche kann man zudem direkt nach einzelnen Kennnummern suchen. Das ermöglicht es einem, wenn man mehrere Projekte hat, das entsprechende Projekt zu finden. Hier ganz unten links kann man zudem das Erscheinungsbild der Linux-Konsole anpassen und zwischen einem hellen und einem dunklen Modus wechseln. Somit haben wir nun den Login-Vorgang zur Linus-Plattform und die wichtigsten Features der Startseite gesehen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Video.